Wechsel des Pollenfilters bzw. Innenraumfilters beim Octavia 3. Ich benutze dazu einen längeren Schraubenzieher und eine flexible Mappe, sag ich mal. Die Mappe dient dazu, den zwischen Pollenfilter und Halterung zu schieben, weil es passiert öfter, dass oben auf dem Pollenfilter Blätter liegen und beim Herausziehen fallen die Blätter in den Luftkanal und das will ich nicht. Als allererstes öffnet ihr das Handschuhfach und räumt es aus. Dann löst ihr auf der rechten Seite den Dämpfer wieder mit dem Finger, oder ich mache es meist mit dem Schraubenzieher, einfach hochdrücken und schon liegt der lose drin. Als nächstes schlagt jetzt von unten zweimal kräftig gegen das Handschuhfach, damit sich die Halterung löst. Einmal rechts und einmal links. Und schon könnt ihr den Handschuhfach rausnehmen. Danach könnt ihr auch schon die Abdeckung des Pollenfilters sehen. Ihr habt hier 3 Nasen. Die müsst ihr alle runterdrücken. Schon lässt sich die Abdeckung entfernen. Jetzt seht ihr auch schon den Pollenfilter. Das ist eine, ich nenne es mal Flussrichtung. Die geht in dem Fall von oben nach unten. So müsst ihr den neuen Filter nachher auch wieder reinstecken. In der Richtung. Wie ihr sehen könnt, habe ich zwischen Pollenfilter und Gehäuse die Folie gepackt. Falls, wie gesagt, beim Rausziehen des Pollenfilters Blätter oben liegen sein sollten. Ihr zieht zuerst den Pollenfilter raus und danach die Folie, sage ich mal. Solltet ihr vorher einen ganz einfachen inneren Filter gehabt haben, also der nur ganz grob filtert, und jetzt einen neuen reinmachen, der so wie hier mit gegen Pollen ist und Feinstaub und antibakteriell und was weiß ich nicht noch alles, dann kann es passieren, dass die, ich sag mal, Luftgeschwindigkeit aus den Düsen etwas weniger ist, weil die Filterleistung natürlich ein bisschen größer ist. Dann nehmt ihr den neuen Luftfilter und macht den genauso wie den alten wieder herein und dabei auf die Flussrichtung achten. Die Pfeile müssen in diesem Fall nach unten zeigen. Dann nehmt ihr die Abdeckkappe und setzt sie wieder ein. Dann nehmt das Handschuhfach und ihr seht diese beiden, ich nenne es mal Einraster, Bügel. Die müssen an diesen beiden Stellen wieder rein. Und dabei darauf achten, dass diese Punkte hier oben an denen vorbeigehen, sonst könnt ihr das Handschuhfach nicht schließen nachher. Das ist der Dämpfer, der soll verhindern, dass das Handschuhfach ruckartig aufschlägt beim Aufmachen. Das ist eigentlich bloß ein Zahnrad, was sich hin und her bewegt, mehr ist das eigentlich nicht. Der Dämpfer selber, also der hier, der kommt nachher hier wieder rein. Und die Nase hier vorne kommt hier rauf. Jetzt zeige ich das einmal im ausgebauten Zustand, weil das so besser zu sehen ist, wie das Ganze funktioniert. Dann nehmt ihr das Handschuhfach . Passt auf, dass ihr hier oben an den Dingern hier vorbeikommt, in den Halter, sag ich mal.
Wenn ihr damit fertig seid, müsst ihr gucken, ob der Dämpfer richtig sitzt. Und ich persönlich nehme dafür mal einen Schraubenzieher. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen jetzt hier. Und klipp den damit ein. Zack. Und das war es dann schon. Ein kleiner Service-Tipp noch für die Skoda-Fahrer. Ihr habt einmal hier und einmal an der Stelle an der Tür 2 Ablauflöcher, damit das Wasser rauslaufen kann. Nur ich persönlich habe schon oft das Problem gehabt, obwohl die Gummidichtungen sauber sind und kein Frost und nichts dran ist oder ähnliches, oder kein Fett, dass die Gummilippe wie so ein Saugnapf wirkt und die Ablauflöcher verschließt, obwohl die offen sind und frei sind. Deswegen ab und zu mal die Gummidichtung hier unten ein bisschen abziehen und dass ein bisschen Luft zwischenkommt. Ab und zu reicht es, die Tür zu öffnen, dass das Wasser rausläuft, aber ich habe schon öfter gehabt, dass die Gummilippe trotzdem noch dran kleben bleibt, wie so ein Saugnapf, und dann fließt das Wasser hier nicht ab. Das gleiche an der Vorderseite. Einfach mal mit dem Finger untergehen und ein bisschen abheben, damit sich das Wasser nicht sammeln kann.